Herzlich willkommen! In diesem Video zeigen wir euch die Verarbeitung des Ofenbaumörtels Universal Plus. Ich bin der Daniel Reisinger und bin Ofensetzermeister. Mein Name ist Alexander Zahn und ich bin Entwickler für feuerfeste Mörtel und Betone. Daniel, erzähl uns, für welche Anwendungen verwendest du den Universal Plus? Der Universal Plus ist ein super keramischer Mörtel, den ich gerne verwende, wenn ich einen Zug mache beim Kachelofen. Also die keramischen Züge, die Schamottsteine miteinander vermauern, da ist der sehr geschmeidig, sehr fein, ich kann das gut aneinander reiben. Ist auch ideal, wenn ich Heizeinsatz ausmauere, dafür ist der top. Erzähl uns doch mal, was ist denn da eigentlich genau drin? Unser Universal Mörtel Plus ist genau für diese Anwendungen konzipiert. Auf keramischer Basis bildet er die perfekte Grundlage, um bei hohen Temperaturen große Festigkeiten auszubilden. Es wurde allerdings auch darauf geachtet, dass das schon bereits bei niedrigen Temperaturen genug Klebekraft und Festigkeit aufbauen kann. Also das heißt, wenn ich einen Zug habe und es ist so der letzte Bereich, wo ich vielleicht bloß noch Temperaturen von 200 Grad drauf kriege oder weniger, dann hält der auch schon ganz gut, oder? Trotzdem genau. Ideal. Und wie ist so die Höchstanwendung Temperatur von dem Mörtel? Wir empfehlen eine Höchstanwendung bis zu 1200 Grad. Ja, okay. Das ist ja mehr als ausreichend. Das kriegen wir sowieso beim Kachelofenbau mit der Holzfeuerung sowieso nie diesen Bereich hin. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich rühre den jetzt mal an, den Mörtel. Wir haben uns jetzt hier mal vorbereitet, die dementsprechende Menge an Mörtelpulver zu Wasser. Und ja, du sagst immer, das Verhältnis ist sehr wichtig zueinander, gell? Richtig, bei jedem Mörtel ist ein idealer Wassergehalt maßgeblich. Jedoch sind die keramischen Mörtel da etwas verzeihender und jeder darf ihn so anrühren für die Konsistenz, wie er ihn gerne verarbeiten möchte. Okay, dann tue ich jetzt mal als allererstes das Wasser mit rein. Das ist halt der Vorteil, wenn ich jetzt zuerst das Pulver drin hätte, dann würde man das unten am Boden von meinem Eimer immer festkleben. Darum mache ich immer gern erst das Wasser rein. So. Also entweder rühre ich mir den mit der Spachtel an oder natürlich, wenn ich größere Mengen habe, mit dem Quill. Es geht aber auch, dass man den schon einen Tag vorher auf der Baustelle einfach ansetzt und der zieht ziemlich selbst durch. Und du hast mir schon mal gesagt, das hat einen gewissen Vorteil, ne? Ja, richtig. Eine gewisse Maugzeit, wie man es nennt, ist von Vorteil, dass das Wasser auch bis in die letzten Poren ziehen kann und der auch komplett homogen auf Konsistenz kommt. Was ich beim Verarbeiten dann auch schon gemerkt habe, dass wenn der schon mal so ein bisschen länger gestanden ist, gern 2-3 Tage, dann ist der wesentlich standfester und ja, lässt sich auch schöner verarbeiten, als wenn ich den gleich so frisch verarbeite. Was zwar möglich ist, aber beim anderen ist er einfach ein bisschen besser zum Verarbeiten. Ja. Man sieht ja, wie wunderbar der jetzt allein schon so klebrig, so pappig ist. Also das ist ein Traum, wenn man den hat. Da kann man super gut miteinander die Steine verbinden und das hält. Und das machen wir jetzt einmal. Zur Verarbeitung soll ich die Steine jetzt noch vornässen, so wie man es früher so mal gemacht hat? Vornässen ist jetzt bei unseren keramischen Mörteln nicht unbedingt notwendig. Es reicht, wenn die staubfrei sind. Okay. Dann mache ich jetzt alle erst eine schöne Kontaktschicht drauf. Dann dementsprechend so viel Mörtel. Von der Fuge her, was empfiehlst du denn da? Wie dick oder dünn kann man den verarbeiten? Unser Uni Plus ist sehr fein. Dementsprechend ist er geeignet für Fugenstärken von 2 bis 8 mm ungefähr. Okay. Jetzt mache ich auch auf die zweite Seite immer die Kontaktschicht drauf. Kann ich die zwei miteinander jetzt auch schön verreiben. Und man sieht, man hat jetzt noch ein bisschen Zeit, dass man den nochmal verrutschen oder dementsprechend anrichten, ausrichten, mit der Wasserwaage kann. Aber nach einer gewissen Zeit, also ich denke mal 1-2 Minuten, dann hat der Stein, der Schamottstein, dem schon das Wasser entzogen und das wird schon fest und man kann dann auch wirklich zügig weitermachen. Das ist eigentlich ideal an dem Mörtel. Also wenn ich die nicht mehr so nehme, also 60 sind jetzt kurz zusammengemauern und das hält wirklich super gut zusammen. Aber man sieht, es ist noch ein bisschen geschmeidig, man kann es also hier noch schieben. Wenn ich den Mörtel jetzt kaufe, wie lange kann ich den eigentlich bei mir in der Halle drin lagern? Dadurch, dass es sich
um einen rein keramischen Mörtel handelt, kann der unbegrenzt gelagert werden. Okay, also ich kann ihn so in der trockenen Form unbegrenzt lagern und wenn ich den angerührt habe schon mal, dann kann ich den auch wieder jederzeit, wenn ich den jetzt einmal eine Woche stehen habe, wieder mit ein bisschen Wasser in der beliebten Konsistenz, wie ich das haben möchte, anrühren und ohne Bedenken verarbeiten, oder? Richtig, gar kein Thema. Okay. Ja, wunderbar. Ich hoffe, wir konnten euch in dem Video zeigen, was man mit dem Universal Plus von der Firma Wolfsee alles machen kann, in welchen Bereichen er gut einsetzbar ist. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch unseren weiteren Videos folgt über Schamotteverarbeitung und Mörtelverarbeitung. Und in dem Sinn, sagen wir, macht es gut und bis zum nächsten Mal.